Heute sprechen wir einmal über die Etsy-Gebühren, die du bezahlen musst, wenn du Artikel auf Etsy einstellst. Ich kann schon einige hören, die sagen: „Oh mein Gott, das kostet ja auch noch Geld, wenn ich da verkaufe." Ja, aber bevor du das sagst, bitte denk einmal daran, was du alles umsonst bekommst. Du kommst auf Etsy, meldest dich dort an und was bekommst du? Erst mal einen Shop. Völlig kostenlos, du kannst den Shop nutzen, du kannst deine Produkte einstellen, du kannst dich mit allem vertraut machen, du kannst alles erkunden. Du hast keine Zeit im Nacken, dass du nach 30 Tagen wieder bezahlen musst. Du kannst erst mal völlig entspannt dich überall umsehen und kannst gucken, was Etsy so zu bieten hat. Es gibt ein Verkäuferhandbuch, es gibt einen Support, der dir hilft, es gibt ein Forum, wo Fragen beantwortet werden. Also bevor du überhaupt einen einzigen Euro ausgegeben hast, hat Etsy dir schon unglaublich viel Wert zur Verfügung gestellt. Denk einmal daran, wie das ist, wenn du einen eigenen Shop aufmachen möchtest, auf deiner eigenen Plattform, was nicht immer die schlechteste Lösung ist, das sage ich hier gar nicht, aber für alle, die gerade anfangen, bitte einmal kurz überlegen. Und zwar ist es da ja so, du brauchst erstmal ein Webhosting, das ist nicht unerheblich teuer. Dann brauchst du meinetwegen WordPress, dann brauchst du ein Shopsystem, gibt es ebenfalls kostenlos von WordPress, so weit, so gut. Und dann brauchst du aber vielleicht ein paar Plugins. Und da wird es schwieriger, weil die sind meistens dann nicht mehr kostenlos. Und dann brauchst du vielleicht noch jemanden, der dir das Ganze einbaut, der das anpasst, der das Ganze dafür sorgt, dass es alles schön aussieht. Und da wird es dann ein wenig, ja, mehr tricky, ne? Da muss man sich dann schon ein bisschen mehr überlegen, ob man das Geld ausgeben möchte oder nicht, weil wenn man dann alles mal zusammenrechnet, dann kommt man locker auf einige 100 €. Was auch hier wieder nicht viel ist, um ein Geschäft zu eröffnen. Wenn du ein richtiges Geschäft in deiner Fußgängerzone eröffnest, wirst du nicht mit ein paar 100 €, da reden wir dann von Tausenden, Tausenden, nicht 1.000, nicht 5.000, wahrscheinlich eher 10 oder 20.000, um das Geschäft erst einmal zu eröffnen. Deswegen ist es sehr, sehr viel günstiger, im Internet ein Geschäft zu eröffnen. Ganz egal, ob du auf einer selbst gehosteten Plattform arbeiten möchtest oder eben bei Etsy. Etsy ist einfach nur empfehlenswert, weil hier die Gebühren erst einmal sehr gering sind. Wenn du dich also an deinen Computer setzt und du erstellst, ich sag mal, 200 digitale Produkte und lädst diese bei Etsy rein, dann bezahlst du pro eingestelltes Produkt deine 20 Cent, ja, aber wo um alles in der Welt kannst du ein Geschäft mit 200 Produkten eröffnen, ohne dafür ein Hunderter auf den Tisch zu legen? Also eher nirgendwo. Abgesehen davon hast du auch bei Etsy die Möglichkeit, erst einmal über die Plattform ja, Erfahrung zu sammeln, wie du deine Produkte bewirbst. Ne? Es gibt dort die Promoted Listings, dann gibt es dann noch die Facebook-Ads, also Facebook-Werbung, die du darüber schalten kannst. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, Google Shopping-Werbung zu schalten. Es ist hier keine Werbesendung für Etsy. Es geht mehr darum, dass du verstehst, warum Gebühren für etwas fällig werden. Nämlich natürlich, Etsy muss auch seine Server bezahlen und Etsy muss auch dafür sorgen, dass Etsy beworben wird. Und dafür bezahlst du in einem klitzekleinen Anteil für deine Produkte. Aus dem Grund finde ich, wenn du gerade anfängst und jetzt einmal an den Markt testen willst und dich eigentlich viel lieber um die Erstellung deiner Produkte kümmerst, als um, ja, als um die Erstellung deines Shops, dann ist Etsy eine gute Möglichkeit, einfach einmal anzufangen. Hinzu kommt, ich habe viele Verkäufer oder ich weiß auf jeden Fall ganz genau von einer gesehen, dass die bei Etsy erst einmal richtig erfolgreich geworden sind und dann sind die auf ihre eigene Plattform herüber gewechselt und haben dort weiterverkauft und zwar erfolgreich, weil sie hatten ja schon Traffic, sie waren schon bekannt und dann haben sie natürlich auch viele Gebühren gespart, klar. Aber ansonsten, wenn du einen eigenen Shop hast, kann es da sehr einsam zugehen. Weil wenn du nicht unter dem Deckmantel in Anführungsstrichen eines großen Shops stehst, dann muss der Kunde erst einmal Vertrauen zu dir aufbauen. Das hat er vielleicht oder eben auch nicht und sehr wahrscheinlich oder auch nicht, wenn du eine eigene Plattform hast. Bei Etsy ist das sehr viel einfacher. Daher, bevor du dich über die Gebühren beschwerst, bitte noch einmal darüber nachdenken, was Etsy dir dafür alles zur Verfügung stellt.